Alles straff. Würde ich mal zum Arzt gehen. In der Hose soll es lose sein. Bist seit 2 Monaten nicht mehr am PC gewesen? Uff. Sicher, dass du nicht in Guatemala weggesperrt warst? Wir wissen es nicht. Aber ich bin mir relativ... Also, was heißt relativ sicher? Aber ich schätze mal, mittlerweile kann man wohl eigentlich davon ausgehen, dass das Update nicht mehr während dem FEC kommt. Weil... Also, außer es wird wieder so eine Nacht- und Nebelaktion wie mit New Horizon. Wo sie halt wirklich 2 Tage vorher... Also, sie machen quasi Ankündigung. Dies und jenes kommt im Update. Und boom! 2 Tage später Update. So komplett ohne Vorwarnung. Also diese Möglichkeit besteht mit Gala leider immer. Das einfach von jetzt auf gleich komplett aus dem Nichts, komplett ohne Promo, ohne irgendwas. Einfach ein Update raushauen. Auf das man Ewigkeiten gewartet hat. Und dann machen sie gar keine Werbung dafür, sondern hauen es einfach trocken komplett raus. Ohne es nochmal irgendwie anzuteasern oder so. Aber dadurch, dass jetzt halt noch dieses FWC-Turnier läuft und so, also ja, nicht wie sinnvoll das jetzt noch ist, jetzt das noch zu machen. Ja, je näher wir ans FEC-Ende ranrücken, desto mehr haben die Leute halt wieder andere Sorgen. Wie läuft das mit dem Transfer ab und so? Und der Transfer selber und so. Das ist wahrscheinlich klüger, wenn du nicht fast zeitgleich ein Update raushaust. Und ja. Schwer zu sagen, ne? Aber ich würde sagen, frühestes Datum für das Update ist dann wohl der 25. Oktober. Wahrscheinlich kommt es... Oh mein Gott, wenn es genau 1 Jahr nach New Horizon kommt, dann hätten wir 1 Jahr auf das Update gewartet, ne? Am 9. November 2023 kam New Horizon. Wenn sie am 9. November 2024 das nächste Update raushauen, hätten wir genau 1 Jahr drauf gewartet. Ich meine, also nicht schon 10 Monate. Über 10 Monate. Aber 12 Monate ist halt geistesgestört. Geistesgestört und traurig. Not gonna lie, die einzig gute Naruto-Staffel ist die, wo sie Sasuke hinterherlaufen. Das sind die einzig guten Naruto-Folgen, der Rest ist echt Trash. Ich hab's gesagt und ich nehm's nicht zurück, ich hab's gesagt. Und ich nehm's nicht zurück. Die einfach... Ja, eigentlich auch überhaupt keinen Sinn ergibt, ey. Also, oder was heißt keinen Sinn ergibt, aber... Oh, level up, baby, let's go! Level up, baby, let's go! Level up, Nation. Was ist so langweilig, weil alles gleich aussieht. Also ich finde... Ich meine, schau mal Coral Island an. Die haben so einen Sumpf, dann halt logischerweise sau viel Wasser und Strand und dann noch Unterwasser. Das Einzige, was auf Coral Island fehlt, ist ein Dschungel, den haben sie irgendwie vergessen. Also es gibt einen Sumpf, aber keinen Dschungel oder einen Wald, weil Sumpf ist ja wieder was anderes, aber ist ja egal. Aber ich finde, dass die in Astria schon auch noch so 1, 2 Gebiete hätten hinzufügen können. So ein Gebiet, wo der Schnee vielleicht so ein bisschen schmilzt oder schon geschmolzen ist, so am Rand der Map quasi. Wo es so anfängt, also ich meine, irgendwo muss ja mal der Schnee anfangen und aufhören, ne? Es kann ja nicht einfach überall Schnee und Eis geben. Also, naja, doch, eigentlich schon, aber ist halt von der Abwechslung her kacke. Es ist halt so ein Gebiet machen können, wo es so schon ein bisschen angetaut ist. Wo es quasi so aussieht wie Flares im Winter oder so. Wo schon noch so, also wo noch so ein bisschen Wiese, noch so ein bisschen Sand ist, aber schon überall so Schneehaufen. Und dann geht's halt so immer langsam oder immer weiter, je weiter du reingehst quasi, desto mehr Schnee und Eis kommt dann quasi. Also ich finde, da hätte man schon noch so ein bisschen mehr Abwechslung auch noch reinbringen können, als einfach überall Eis und Schnee. Ohne wirkliche Abwechslung. Dekan Miniquest gibt einfach 35%. Ist doch gut. Dann wohl ein bisschen F-Coin shoppen auf Bodeng. Für den Hernes-Stuff meinst du?
Also ich hoffe ja immer noch, dass die irgendwas jetzt mal machen, dass die noch ein bisschen unseltener werden. Also ich meine ganz ehrlich, wenn es in dem Tempo weitergeht, machen wir mal eine kurze Fanfiction. Mal angenommen, das nächste Update kommt jetzt wirklich erst am 9. November, ein Jahr nach New Horizon. Keine Levelerweiterung, keine neuen Waffen, kein neues Gebiet. Nur kleinen Scheiß. So. Bis zu dem Zeitpunkt werden Herneswaffen, die teuren Herneswaffen meine ich natürlich, die günstigen juckt ja keiner. Also die teuren Waffen, wie zum Beispiel Stuff, Stick, Bow und so und Axe, werden wahrscheinlich immer noch hunderte von Euro kosten. Minimum 200, 300 Euro. Und die richtig teuren immer noch bis zu 500 oder so. Dann ist ein Jahr vergangen und du zahlst für eine cleane Waffe, Herrschaften, immer noch ein paar hundert Euro. Dann vergeht noch ein halbes Jahr, sagen wir März, und dann kommt das nächste Update wieder mit Levelerweiterung, neuem Gebiet und dem ganzen Scheiß. Neue Waffen, neue, bessere Waffen, ist ja dann wieder 1,5 Jahre her. Nach 1,5 Jahren kann man ja wieder besseres Equipment releasen. 1,5 Jahre ist ja schon relativ lange. Und sie releasen was Besseres. Und zu dem Zeitpunkt, also ein halbes Jahr, nachdem sie immer noch hunderte von Euro kosten und sich nichts geändert hat, wie viel kosten sie dann noch? Ja, höchstwahrscheinlich immer noch über 100 Euro. Clean. Ganz ehrlich, da kannst du noch fast schon sagen, ich scheiß drauf und warte auf die nächsten Waffen. Die dann eh wieder besser sind und probably genauso teuer. Also es ist einfach nur crazy. Also die müssen eigentlich was machen. Also das war jetzt das Szenario, wo sie halt nichts machen, wo es einfach immer noch so weitergeht. So beschissen. Also wenn sie bei dem nächsten Update nichts machen, um die Seltenheit zu verringern, beziehungsweise die Craft-Rate zu erhöhen oder so, oder irgendwas, dass man halt an die Waffen rankommen kann. An die teuren, es geht ja vor allem um die teuren, die günstigen juckt ja keiner, wie schon gesagt. Dann weiß ich auch nicht, was soll man da machen? Das ist kritisch. Schlimm. So. Klar, es ist blöd, wenn sowas wie bei AG-Waffen haben sie ja auch relativ lange gehalten. Aber klar, es ist blöd, wenn du halt Giants tötest und nur eine Waffe ist was wert, wie bei AG-Stick lange Zeit und alle anderen Waffen sind wertlos. Aber genauso kacke ist es halt, wenn die Waffe so selten sind, dass du sie literally nicht droppen kannst. Und du dann ein Vermögen für die Waffe ausgeben musst. Das ist beides nicht gut. Du musst halt den Mittelweg finden. Ein großes Problem bei Flife ist halt einfach wirklich, dass man halt mit diesen überschüssigen Waffen nichts machen kann. Zum Beispiel bei AG oder so. Also müsste einfach die Möglichkeit geben, dass du irgendwie Waffen in Materialien umwandelst. Das haben wir am Anfang schon oft gesagt. Als es nur AG-Waffen gab, als es nichts anderes gab. Da war es ja auch schon so, AG Big Axe wertlos, AG Sword wertlos, AG Stick 250 Bio, aka 1 bis 4000 F-Coin, je nach Inflation, je nach Server. Und es soll dann einfach so sein, bei Clockworks-Sachen ist ja genau das gleiche, dass du, wenn du zum Beispiel 10 mal Clockwork Schmuck plus 1 hast oder du hast 10 AG-Waffen oder whatever, dann kannst du die einschmelzen und gegen irgendwas eintauschen. Zum Beispiel gegen Shining Power, der ist 12 oder so, oder gegen eine Smelting Scroll Box, 10 AG-Waffen sind eine Smelting Scroll Box oder so. Dass du halt einfach diesen ganzen wertlosen Scheiß, der aber halt trotzdem selten ist, also es ist ja nicht so, dass du dann AG-Waffen oder so wie Sand am Meer droppst, ich meine, sie sind ja trotzdem genauso selten wie ein Stick, sie sind halt einfach nur nichts wert, dass du das Zeug halt einfach irgendwie umwandeln kannst. Oder in Power-Ups auch, Power-Up-Converter. 5 AG-Waffen ergeben einen Power-Up deiner Wahl, Auswahl zwischen Upcut Stone, Element Attack Stone und so ein Scheiß. Also irgendwas einfach. Und bei den Hernes-Waffen oder bei den richtig krassen Waffen, Bloody, also bei den wirklich seltenen Waffen, die dann meistens wirklich auch recht teuer sind, egal wie alt sie sind oder so, da hättest du es dann machen können, dass du sagst, okay, 5 Waffen ergeben dann ein Orichalcum oder ein Shining Orichalcum oder so, dass du sagst, okay, selbst wenn jetzt die Droprate nochmal erhöht wird und zum Beispiel sowas wie Hernes Jojo komplett wertlos wird,
Dann kannst du immer noch sagen, ist aber auch kein Weltuntergang, weil dann kann man ein Jojo gegen 5 Oris eintauschen oder so. Und dann ist das auch gar nicht so schlimm, wenn man mal ein Jojo droppt. Oder so. Also, da müsste man halt einfach mal ein bisschen mitdenken. It is what it is. Ich gebe Amazon meine Daten, die sie dann an irgendwelche Chinesen verkaufen. I'ma do it. I'm doing it. Dann vergesst das wieder. Aber haben wir auch schon mal gesagt, weil ich gerade diesen weißen Abgrund, der sich Wolkenmeer nennt, gestarrt habe. Eigentlich wäre es halt übelst sick, wenn du einfach von der Karte springen würdest und du würdest dann nicht sterben, sondern du würdest dann einfach auf der Erde landen und unten wäre einfach nochmal so ein riesiger Kontinent mit eigenen Städten und einfach einer riesigen Welt, also quasi die gesamte Karte von Flyf hier, die gesamte Weltkarte, einfach nochmal auf dem Boden sozusagen. Und quasi unter Flares sind auch Low-Level-Monster in dem gleichen Gebiet ungefähr. Und aus St. Morning sind ungefähr die gleichen Monster, also vom Level her die gleichen Monster, aber es sieht halt komplett anders aus. Hat eigene Städte, eigene Quests, eigene NPCs und so. Und du kommst dann nur hin, wenn du von der Map runterspringst. Wäre das nicht crazy? I mean, ich würde es mir kaufen. Also für Penya. Neues Premium-Gebiet. Es ist Wochenende, dachte Party. Ja, aber ich spiele ja jeden Tag Flyf. Und mein Leben ist jeden Tag eine Party. Eine Party, in der ich mich jeden Tag in den Schlaf weine.